WM ist nicht spirituell, ein Kursfestival ist mega spirituell. Weiß ich gar nicht. Ein Kursfestival kann auch mega unspirituell sein. Oder was auch immer. Mega lieblos. Und eine WM kann mega liebevoll sein, je nachdem, wo dein Bewusstsein ist. Hallo, ich bin Peri Soylu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, ein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern. Denn was wir hier meist gemeinsam tun, wenn wir uns dienstags hier treffen, ich weiß, ich bin in letzter Zeit etwas unregelmäßiger hier, doch wenn wir uns dienstags hier treffen, dann erinnern wir uns gemeinsam an die Grundsätze, die uns ein Kurs in Wundern gibt, um sie auf unseren Alltag anzuwenden. Wir wollen diesen inneren Muskel stärken, damit wir alles, was der Kurs uns gibt oder vieles, was der Kurs uns gibt, abrufen können in den Situationen, wo es drauf ankommt. Weil es ist leicht, den Kurs verständlich zu finden und all diese Grundsätze wunderschön zu finden, wenn wir allein auf unserem Meditationskissen sitzen und im Frieden sind und uns vielleicht mit anderen gleichgesinnten Kursschülern austauschen. Wo es darauf ankommt, ist in deinem Alltag, wenn jemand nicht weiß, was ein Kurs im Wundern ist, wenn jemand nicht weiß, was Vergebung ist und du genau das mit in die Situation hineinbringen darfst und du genau das abrufen darfst, wenn jemand deine Knöpfe drückt. Da macht es den richtigen Unterschied, will ich jetzt mal sagen, oder einen größeren Unterschied oder den Unterschied überhaupt, weil da wird Licht freigesetzt. Alles andere, das ist ja voll einfach. Wenn jemand liebevoll mit mir ist es voll einfach, mit Liebe zu antworten. Wenn jemand scheinbar lieblos mit mir ist, da immer noch eine liebevolle Antwort zu haben, egal was das für dich bedeutet. Das heißt nicht, dass man einen umarmen soll, während er dich beschimpft. Das sage ich gar nicht. Vielleicht kriegst du das hin, vielleicht ist es deine Aufgabe, vielleicht ist es das, was dein innerer Lehrer dir in dem Moment aufträgt. Das weiß ich nicht. Aber mit Liebe zu antworten kann ganz viele Facetten in dieser menschlichen Erfahrung annehmen. Aber dennoch schaffen wir es in einer Situation, die scheinbar sehr lieblos ist, scheinbar sehr herausfordernd ist, immer noch zu sagen, ich möchte hier mit Liebe drauf sehen. Und dann werde ich wissen, was zu sagen und zu tun ist. Also, du merkst wahrscheinlich auch, ich bin in letzter Zeit etwas weniger regelmäßig hier für dich und auch hier für mich so, also das heißt aber nicht, dass ein Kurs im Wundern nicht die ganze Zeit dennoch mich begleitet und ich glaube, bei dir ist es genauso. Es ist nur so, dass im April mich ein Mensch verlassen hat, der mir sehr, sehr am Herzen lag und ja, wieder zu unserem Schöpfer zurückgekehrt ist. Und seitdem hat sich ganz viel für mich innerlich und äußerlich verändert. Also ich bin nicht mehr dieselbe und ich werde es auch nie wieder sein. Ich weiß noch nicht, wer ich als nächstes in dem Sinne sein werde, beziehungsweise wohin mich diese Reise führt mit dieser Trauer und diesem Abschied. Da bin ich auch noch nicht. Ich bin genau dazwischen. Manchmal ist es so, dass wir uns prozessmäßig sehr verändern und merken, okay, in einem Jahr habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr dieselbe, die ich vor einem Jahr war. Und manchmal ist es wirklich ein Moment, der dein Leben komplett verändert, wo du merkst, okay, ich bin nicht mehr die Version von Peri, so sage ich das jetzt mal, für dich ist es dann dein Name, die ich vor diesem Ereignis war. Dieses Ereignis hat mich grundsätzlich verändert und die Person, die ich davor war, das, was ich vorher als stimmig und gut und normal für mich angefühlt hat, ist jetzt nicht mehr für mich stimmig, gut und normal, sondern ich darf ein neues stimmig, gut und normal für mich erörtern. Dort bin ich aber noch nicht, aber ich weiß, dass es auch immer wieder schön ist, diese Pausen, die sich dadurch zeigen, dass sich etwas entwickelt, was noch nicht ganz entwickelt ist, was noch klarere Formen annehmen darf, für sich zu nutzen. Und das ist, was ich tue. Und deswegen bin ich auch seltener hier. Ich habe einfach ein Bedürfnis danach, mich nicht nach Strukturen zu richten, die ich irgendwann mal errichtet hatte, als sie sich noch gut anfühlten und stimmig, sondern ich bin eher dafür, dass wir da immer wieder auf unsere Intuition fühlen und hören und nochmal nach innen gehen und sagen, was ist eigentlich jetzt stimmig für mich? Noch weiß ich es nicht ganz, aber das ist okay, dort darf ich sein, weil wenn ich mich diesen Strukturen ergebe, bin ich ein Gefangener, ein Sklave von Strukturen, die
ehrlich gesagt, die wir immer wieder hinterfragen müssen. Nicht nur ich mit meinen Strukturen, die ich mir selbst erschaffen habe, sondern auch Strukturen in dieser Welt, die vielleicht keinen Sinn mehr für uns ergeben. Warum richten wir uns nach Strukturen, die eigentlich keinen Sinn für uns ergeben? Dann sind wir nämlich wieder Gefangene von irgendwelchen Strukturen. Und ich frage mich immer, wie sinnvoll das ist. Also wenn ich das schon sage, weißt du natürlich, dass ich das überhaupt nicht sinnvoll finde, aber du darfst dich ja immer wieder hinterfragen, ob du es noch sinnvoll findest, manchen Strukturen in deinem Leben noch so viel Platz zu machen, obwohl sie für dich gar nicht mehr hinhauen und warum du das tust, welche Angst, welche Illusion hält dich da gefangen. Okay, heute, bevor ich da noch weiter aushole, möchte ich habe gar nichts aus dem Kurs zum Vorlesen mitgebracht, was ja eher unüblich ist. Was ich eher machen möchte, ist so ein bisschen mit dir Revue passieren lassen, was die letzten Wochen so bei mir da war, was ich kontempliert habe und womit mir der Kurs geholfen hat, anders drauf zu blicken. Weil das ist ja, was der Kurs in der Quintessenz für uns tut. Wir haben ein Tool, ein Werkzeug, womit wir anders eine neue, eine höhere, eine liebevollere, eine konstruktivere Perspektive einnehmen dürfen auf das, was sich hier auf dieser menschlichen Ebene ausspielt. Das ist, was der Kurs tut. Nicht, dass du den Kurs in die Hand nimmst und denkst, ich habe den Kurs, ich bin erleuchtet, weil manchmal merke ich, dass zu viele Menschen, das heißt jetzt zu viele Menschen, ich weiß nicht, einige Menschen denken, bloß weil sie den Kurs haben, sind sie schon nahe Erleuchtung. Nein, das ist nicht wirklich für die meisten von uns Tatsache. Tatsache ist, der Kurs hilft uns, dass wir das Ego-Angst-Mangel-Denksystem endlich entlarven können. Wir können es klar beobachten, wir können es klar sehen, ohne uns wieder da so hinein zu manövrieren, uns zu sehr damit zu identifizieren, damit zu sehr verwickelt zu sein. Wir haben so einen gesunden Puffer zwischen dem Ego, wie es sich ausspielt, und uns als Beobachter. Und das ist vor allem, was der Kurs mich gelehrt hat. Mein Ego und das Ego der Welt, was ja auch irgendwie mit mir zu tun hat, das dürfen wir immer nicht vergessen, es sind ja nicht immer die Leute da draußen und ich bin voll erleuchtet. Wir sind alle eins, wir sitzen im selben Boot, wir wollen dasselbe, jeder von uns. Auch der Mensch, der dich am meisten nervt, will wieder zurück zur Liebe kehren, auch wenn er ein sehr irritierendes Verhalten an den Tag legt, will ich jetzt mal sagen. Auch er will sie will in der Quintessenz wieder zurück nach Hause kehren, wieder die Liebe empfinden, die sie in Wahrheit ist, wieder die Liebe zulassen, die sie in Wahrheit ist. Aber wir alle haben unseren Weg damit. Vielleicht bist du jemandem 2 Schritte voraus, von mir aus. Aber das macht dich nicht erleuchtet. Ich glaube, so ein bisschen mehr wahre Bescheidenheit wäre wirklich sehr, sehr angebracht. Also, bloß weil wir den Kurs in die Hand nehmen, heißt es nicht, dass wir gleich erleuchtet sind. Und heißt es nicht, dass wir jeden den Kurs um die Ohren schlagen müssen und sagen müssen, ja, du hast den Kurs noch nicht gelesen und das ist das Problem. Nein, das ist meistens gar nicht das Problem. Das ist so interessant, wie das Ego uns wieder dann nach außen bringt und wir projizieren auf die Welt, dass sie das Problem ist, weil sie den Kurs nicht kennen. Nein, die Welt ist nicht das Problem, weil sie den Kurs nicht kennt. Ich glaube, das Hauptproblem, so ist das für mich, wenn ich es kontempliere, sind wir, die wir zu viel im Außen denken, die haben den Kurs noch nicht gemacht und deswegen ist die Welt so wackelig. Du hast doch den Kurs. Du weißt doch, was zu tun ist. Bleib bei dir. Bleib du mit dem Kurs auf dem Kurs. Nämlich, dass du immer in dieser Verbindung mit deiner inneren Weisheit bleibst, nämlich, dass du nicht wankst, bloß weil die Welt wankt, nämlich, dass du nicht wieder projizierst, sondern immer wieder weißt, das Wichtigste hier ist, dass ich meine Verbindung mit etwas Höherem halte, weiß, dass es mehr gibt, vertraue und diese 100%ige Gewissheit jetzt nicht aufgebe, nur um kurz mal rumzumeckern, weil alle anderen den Kurs nicht verstehen oder ihn gar nicht kennen. Weißt du, es ist immer wieder, kann ich meine Energie wieder abziehen und zu mir bringen und sagen, egal was da draußen ist, ich kann immer mit der Liebe verbunden sein. Und das ist der wahre Job. Nicht die Welt zu verändern, sondern dich zu verändern. Oder dich wieder daran zu erinnern, wer du wahrlich bist. Und diese Erinnerung auf gar keinen Fall wieder loszulassen, egal was im Außen sich ausspielt. Und ich weiß, dass das ein Prozess ist. Ich sage nicht, dass wir das von 0 auf 100 können müssen. Aber jedes Mal, wenn du ein bisschen mehr in dieser inneren Standfestigkeit bleibst, ist schon viel geschehen.
Weil das Ego immer wieder sagt, ja, das da draußen ist unser Problem. Weil, keine Ahnung, Trump den Kurs nicht hat, ist diese Welt so grausam oder was auch immer unser Ego sagt. Dann regen wir uns wieder über die Leader oder wie sagt man das auf Deutsch, die Mächtigen dieser Welt auf. Aber was wir darüber hinaus vergessen, ist, dass wir unsere Verbindung nicht gehalten haben. Also, ich will mal so ein bisschen darauf eingehen, was in den letzten 3 Wochen, ich weiß gar nicht, seit 3 Wochen war ich nicht mehr hier, so ungefähr bei mir los war. Also was heißt hier los war? Was habe ich beobachten dürfen? Eine Sache, die ich tatsächlich dieses Mal wieder gemacht habe, und das ist bei mir wirklich immer, ich sage jetzt mal tagesformabhängig, ob ich Lust darauf habe oder nicht, ist, ich habe tatsächlich die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft geschaut. Nicht alle, war ja auch ein bisschen schwierig, weil sie ja in Amerika stattgefunden hat und dort diese Zeitverschiebung dazu geführt hat, dass viele Spiele auch irgendwann um 3 Uhr morgens stattgefunden haben für uns. Aber ich hatte da irgendwie Lust drauf. Ich hatte seit Ewigkeiten keine Lust mehr darauf. Und was ich daran immer wieder interessant finde, ist, dass ich manchmal auch in so spirituellen Kontexten bemerke, wie wenig wir noch mit dem in Verbindung sind, was im Kollektiv auf dieser Welt passiert. Also es kann sein, dass manche denken, nee, sowas wie die WM, das ist nichts für mich, das ist nicht spirituell genug, das ist dies nicht, das ist das nicht. Aber dann erinnere ich mich immer wieder an diesen Satz vor der Erleuchtung: Hacke Holz und hole Wasser. Nach der Erleuchtung: Hacke Holz und hole Wasser. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Du kannst doch überall dein Bewusstsein mit einbringen. So sehe ich das. Ich möchte doch trotzdem, wenn ich Lust darauf habe, voll an diesem Leben teilnehmen. Ich möchte trotzdem mein Sekt auf der Terrasse genießen oder die Sonne genießen oder WM-Spiele gucken, wenn es mir Spaß macht, weil das macht ja auch Freude und Freude ist immer gut. Freude ist immer, dass wir irgendwie eine positive Energie freisetzen. Und ich glaube halt auch, wenn wir sagen, oh, WM ist mir zu wenig spirituell, das sind mir alles zu laute Menschen oder was auch immer. Und manchmal mag man das ja wirklich nicht. Das ist ja auch völlig okay. Aber ich würde mich immer überprüfen, was red ich mir hier vielleicht auch ein? Weil wir sind ja gerade in der 6. Wiederholung und die 6. Wiederholung geht ja nochmal durch die Lektion 181 bis 200. Und in diesen Lektionen 181 bis 200 im Übungsbuch von Ein Kurs im Wunder, dort bin ich gerade, falls du dich wunderst, wo ich jetzt bin, geht es ja auch um diese besonderen Blockaden. Da waren wir, glaube ich, auch im letzten Happy Cool Love Podcast in der Episode. Um diese besonderen Blockaden, diese subtilen Blockaden, die das Ego immer noch für uns hat, um uns an diese menschliche Erfahrung zu sehr zu binden, damit wir uns noch mehr in ihr verlaufen und damit unser Fokus noch konkreter wird und wir völlig vergessen, wie viel wir eigentlich sind. Auf einmal ist unser Fokus auf so eine ganze Kleinigkeit, egal, aber wohin ich eigentlich will, diese besonderen Blockaden. Und ich glaube, eine von unseren besonderen Blockaden, wenn wir Kursschüler sind, ist, dass wir, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, definieren, was Erleuchtung ist, definieren, was ein guter Kursschüler ist, definieren, wie ein Lehrer von Ein Kurs im Wundern, was auch immer das ist. Das ist immer sowas, wo ich immer denke, wer ist denn jetzt der Lehrer? Sind wir nicht alle Lehrer und Schüler? Wer ist denn der Lehrer? Ich bin Lehrer und Schüler gleichzeitig und ich denke nicht mal Lehrer von Ein Kurs im Wundern, sondern wir lehren und lernen die gesamte Zeit. Ich finde diese Titel völlig überflüssig. Auch die schränken mich ein, weil auf einmal denke ich, ich bin ja, und ich glaube nicht mal, dass man das bewusst macht, aber so unbewusst denkt man, ja, jetzt blicken ja Leute zu mir auf und dann muss ich mich so verhalten und ich muss so sein. Aber ich glaube, wir tun das so automatisch und so ganz unbewusst. Und dann nehmen wir diese Lehrerrolle ein und denken, ein Lehrer geht so, ein Lehrer sagt das, ein Lehrer benimmt sich so, ein Lehrer kleidet sich so, ein Lehrer guckt keine WM. Oder ein Kursschüler guckt keine WM, weil das ist ja viel zu, keine Ahnung, viel zu unter dem Niveau eines erleuchteten Menschen. Keine Ahnung, was ein vielleicht ganz subtil mal für eine Sekunde durch den Kopf geht. Überprüf dich da mal. Und ich finde, dass wir uns dann mit dem Kurs und was wir da für Rollen einnehmen, auf einmal schon wieder ein neues Gefängnis machen. Der Kurs will uns befreien von all diesen Labels, von all diesen Sachen, die wir
denken zu wissen und all diesen Definitionen von, ja, WM ist nicht spirituell, ein Kursfestival ist mega spirituell, weiß ich gar nicht. Ein Kursfestival kann auch mega unspirituell sein. Oder was auch immer. Mega lieblos. Und eine WM kann mega liebevoll sein, je nachdem, wo dein Bewusstsein ist. Weil ich sehe bei WM auch ganz viel Verbundenheit. Natürlich passiert da auch ganz viel anderes. Ne? Also ich sage ja nicht, dass alles nur Licht ist dort. Aber da sind ganz viele lichtvolle Momente, die wir versäumen zu beobachten, wenn wir denken, wir sind zu erhaben für solche kollektiven Fußballfeste. Also ich denke es zumindest nicht. Mir macht's sehr Freude. Also diesmal hat es mir sehr Freude gemacht und manchmal habe ich auch wirklich keine Lust darauf. Aber da ist eine Sache. Ein Kurs im Wundern hat mich wirklich gelehrt zu beobachten, mehr als mich da reinzusteigern in die Dinge, die ich sehe. Und das finde ich so faszinierend. Und ich bin so dankbar für den Kurs, dass er mich gelehrt hat, zu beobachten. War vor allem so eine höhere Beobachtungsgabe in dem Sinne, dass ich so diesen, weißt du, so Muster erkennen kann oder den roten Faden erkennen kann oder einfach sehe, wie etwas so zusammenspielt. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte tun soll. Aber eine Sache war mir sehr schnell bewusst. Es gab so Teams bei der WM, so wie die Türkei oder aber auch Argentinien oder Portugal. Bei der Türkei ist mir zum Beispiel aufgefallen, die haben nicht als, ich meine, es ist zwar ein Team, aber die haben nicht wirklich als Team agiert. Jeder hatte irgendwie das Gefühl, er will, so da war es für mich, so habe ich das beobachtet, das Tor schießen, damit sie endlich erlöst sind. Und dann war eher die Angst auf dem Platz und dann haben die Leute nicht mehr miteinander gespielt, sondern jeder wollte der Held sein. Und das war dann kein Teamspiel mehr. Das, was mir bei Portugal auffällt, aber das bin ich. Ich bin auch ein totaler Laie. Ich schaue da mit den Augen von jemandem drauf, der einen Kurs in Wundern als Lehrer empfindet oder die Gene Keys damit reinbringt, also die Genschlüssel und dann immer versucht zu sehen, was für Archetypen spielen dort, was ist hier das Muster, wo sehe ich ein Ego und so. Ich finde das voll spannend, sowas auch in dieser Art und Weise mir anzugucken und dann schaue ich mir Portugal an und die haben einen sehr genialen Spieler, das wissen wir alle. Ronaldo ist ein sehr genialer Spieler, kann man anders nicht sagen. Der hat wirklich, ja, da ist etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Aber es reicht halt nicht, weil einen genialen Spieler, worum sich alle drum herumscharren und sagen, er ist sozusagen unser Mittelpunkt, er ist sozusagen unser Meister und der uns hier erlösen wird, bringt nichts. Zumindest nicht auf Dauer. Man schafft es bis zu einem gewissen Grad und dann läuft man gegen eine Wand. Das führt nicht zum Ziel. Und so finde ich das mit Argentinien war es ähnlich, obwohl die haben es sehr weit geschafft, aber die haben auch nicht schön gespielt und sie hatten halt auch so einen genialen Spieler, nämlich Messi, aber das reicht nicht. Was ich gemerkt habe, ist, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Team, was wirklich auch als Team agiert, wird gewinnen. Das war so meine These, die ich aufgestellt hatte. Das Team, was wirklich versteht, es geht um, ich sage jetzt mal um den Fußball, dass wir, ich meine, das ist das, wie sie es vielleicht offensichtlich formulieren würden und nicht um mich persönlich, aber für mich steckt da noch mehr dahinter. Es geht ums Team, ums große Ganze, um uns alle. Wir können nicht alleine gewinnen. Wir müssen zusammen agieren, miteinander spielen, füreinander da sein, mal unser Ego zurücknehmen und vielleicht den Ball an jemanden abgeben, der viel besser aufs Tor zielen könnte. Und das hat funktioniert. Für mich zumindest mit Spanien, weil Spanien war für mich das Team. Die haben wirklich, und da sind geniale Spieler bei den Spaniern, aber trotzdem, die haben sich alle zurücknehmen können, die haben wirklich als Team agiert. Und für mich ist das irgendwie auch, wenn man da hinguckt, wie eine höhere Nachricht an uns. Wenn man das denn so will, wenn man denn so hingucken mag, das ist eine höhere Nachricht für mich. Das ist eine höhere Nachricht für unser Kollektiv, weil die Welt hatte die Augen bei der WM. Und da
kann jeder was lernen. Und ich glaube, das ist vielen Leuten auch nicht entgangen. Das Team hat gewonnen. Das Spiel hat gewonnen. Mit all dem, was die FIFA noch getrieben hat und wie viel es um Geld und Gier und Macht und Kontrolle und all diese Schatten, die uns die Genschlüssel geben. Also das ist das Geniale an den Genschlüsseln. Du kannst die Schatten, die das Ego hat und diese Angstfrequenz hat, so genial beobachten. Ob es um Kontrolle geht, um Gier, um Macht, um Unterdrückung, um Dominanz. Meine Güte, hat sich das auch dort ausgespielt. Aber es haben sich auch diese Gabenfrequenzen der Genschlüssel ausgespielt, wie Teamwork, also ja, wie soll ich das übersetzen? Ist ja klar, was das ist. Und Synergie und wie man führen kann. Man kann mit Autorität, mit dem Herzen führen. Und ich finde, das hat zum Schluss gesiegt. Oder wie will man es sagen? Hat es bis zum Schluss geschafft. Hat dann Erfolg gehabt, will ich jetzt mal sagen. Und die Welt ist jetzt gerade in einer riesen Diskussion, weil es ist nicht so, dass das alle nur hingenommen haben, was sich da ausgespielt hat. Und ich finde diese Diskussion sehr, sehr wertvoll, was da alles beobachtet worden ist und wie sich ganz viele Menschen aus aller Welt mit Spanien freuen, weil sie auch diese Quintessenz sehen. Quintessenz ist übrigens auch ein Wort, das ich mir aus den Genschlüsseln borge. Ich liebe dieses Wort. Und das finde ich so schön zu beobachten. Und deshalb würde ich gar nicht die Augen verschließen vor so kollektiven Ereignissen, weil du kannst so viel lernen. Du kannst den Kurs so wundervoll darauf anwenden und noch klarer sehen, was sich da ausspielt, wie das Ego ist und wie im Kollektiv vielleicht sich auch gerade etwas verschiebt. Ich weiß gar nicht, hätten wir vor 20 Jahren auch so miteinander gesprochen über das, was sich da ausgespielt hat, oder wäre die Diskussion woanders gelandet? Ich glaube wirklich, dass das auch ein Zeichen für uns ist, dass sich etwas verschiebt. Zum Beispiel auch, wie Trump sich bei der Siegerehrung verhalten hat. Da haben ganz viele Menschen kritisch drauf geblickt, wie sehr er sich in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich meine, Trump ist auch eine interessante Figur in unserer Welt, ne? In unserer Weltgeschichte gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist ja nicht er, es ist eine Energie, ein Archetypen oder mehrere Archetypen, die er vertritt. Und wenn du dich darauf konzentrierst, anstelle die Persönlichkeit Trump zu nehmen, kannst du so viel lernen. Also wie sehr er versucht zu dominieren, zu kontrollieren. Seine Gier ist unersättlich. Und ich kann dir nur ans Herz legen, nimm dir das Genschlüsselbuch und lese dir diese Genschlüssel, die diese Schatten tragen, mal durch. Dann hast du ein viel besseres Verständnis dafür, was für eine Energie Trump hat oder was er hier zum Ausdruck bringen soll. Und es ist ja nicht mal Trump, es ist einfach nur, diese Energie muss sich hier noch ausspielen, weil wir sie im Kollektiv noch nicht transformiert haben. Wenn du denkst, oh, der Mann ist gierig, der hat so Machthunger, der ist dominant, der will kontrollieren, könntest du schon mal mit der einfachsten Frage beginnen. Wo hab ich das noch? Du hast bestimmt nicht so wie er. Klar, das sage ich auch gar nicht. Vielleicht ist es bei dir auch nur noch 3%. Aber da könnten wir alle schon mal beginnen. Wo bin ich noch gierig? Wo habe ich vielleicht noch Machthunger? Wo will ich manipulieren? Wo bin ich noch irgendwie daran interessiert, Menschen zu unterdrücken? Oder wo werde ich unterdrückt und sage kein Wort? Also anstelle bei ihm zu bleiben, auf ihn zu projizieren, irgendwie irritiert von ihm zu sein oder wütend zu sein, würde ich sagen, das ist, was ich beobachte. Und er, seine Seele, hat wahrscheinlich gesagt, hey, ich will diese Aufgabe, ich gehe jetzt mal davon aus, diese Energie für uns alle zum Ausdruck zu bringen, weil wir müssen sie noch transformieren. Und wenn wir sie schon transformiert hätten, gäbe es für mich überhaupt keinen Platz. So einfach ist es. Also müssen wir gar nicht so viel bei ihm suchen, sondern vielleicht uns hinterfragen, wo wir vielleicht noch eine klitzekleinigkeit verschieben dürfen innerlich, um diese Energien für immer stumm werden zu lassen, weil sie müssen irgendwann laut den Genschlüsseln aussterben, weil sie für unsere Bewusstwerdung ihren Teil schon dann erledigt haben. Irgendwann wird es diese Energien nicht mehr geben, weil sie, wie gesagt, ihren Job getan haben
aber gerade sind sie noch da und da kann diese eine Person in dem Sinne nichts dafür auf einer höheren Ebene. Sie bringt nur zum Ausdruck, wo wir vielleicht auch noch Arbeit zu tun haben. Ansonsten, wo ich schon dabei bin, dass wir so anstelle im Außen zu suchen, wieder zu uns zurückkehren können und uns ganz einfache Fragen stellen können. Ich meine, ganz ehrlich, da bin ich natürlich inspiriert von Byron Katie, weil einfach schon, wenn man denkt, weil das ist auch eine Unterhaltung, die ich hatte letztens, wenn man denkt, dass jemand einen belügt, wenn man sagt, okay, ich bin gerade in einer Beziehung gewesen und ich habe dann Schluss gemacht, weil die andere Person mich belogen hat, dann würde ich mich immer wieder stoppen und sagen, okay, wohin führt mich diese Lüge innerlich? Kann ich aufhören zu sagen, er oder sie hat gelogen und kann ich wieder zu mir zurückkehren und sagen, okay, was macht das gerade mit mir? Und kann ich dann sagen, hey, ich weiß doch, dass Byron Katie mit The Work, mit Umdrehungen arbeitet. Vielleicht hilft mir das, da mal den Fokus auf mich zu richten und zu sagen, hey, ist das vielleicht ein Spiegel für mich? Kann es sein, dass ich mich noch irgendwo belüge? Auch wenn es so ganz, ganz klitzeklein ist, kann es sein, dass ich irgendwo noch eine Lüge lebe. Und somit, auch wenn Gott das Allerbeste für mich will, die tollste Beziehung nicht zu mir finden kann, weil Gott mich darauf hinweisen möchte oder das Leben oder Universum, ist mir egal, wie du das nennst, eine höhere Ebene, dass das mir noch im Weg steht, nämlich, dass ich mich selbst belüge, egal wie klitzeklein es ist, dass eine ehrliche, auf Augenhöhe Beziehung nicht zu mir finden kann. Weil wenn ich sage, ich möchte eine richtig tolle, bewusste Beziehung auf Augenhöhe und was ich bekomme, ist ein Mensch, der mich belügt, sagt das Universum nur, hey, ich will dir diese größere oder diese heilsamere Beziehung geben, aber das ist, was dir gerade im Weg steht und da kann ich nichts tun. Du darfst das in dir verschieben und dann kann ich dir die Person schicken, mit der du diese bewusste Beziehung leben kannst. Aber ich kann es dir nicht geben, weil du hast mich darum gebeten, aber ich muss dir sagen, was dir energetisch im Weg steht. Lüge. Wo lebst du sie? Lüge. Wo bin ich nicht ehrlich mit mir? Wo gucke ich weg? Wo mache ich Ausreden? All das ist für mich sich selbst belügen oder andere auch damit belügen. Vielleicht ist es manchmal so einfach zu verstehen, warum deine Beziehung so geendet ist, will ich jetzt mal sagen, dass du erkennen musstest, dass dich jemand belügt, dem du vertraut hast. Das sind so die Dinge, die ich in den letzten Wochen so kontempliert habe. Ich habe noch ganz viel mehr kontempliert, aber ich will dich jetzt auch nicht damit überfrachten, weil ich auch sehr, sehr gerade bei den Genschlüsseln zu Hause bin, weil ich im Venus-Retreat dabei bin und es ist so augenöffnend. Ich wünschte, diese Retreats gäbe es auf Deutsch, weil ich glaube, die meisten Menschen, die mir hier zuhören, so wie du, sprechen lieber Deutsch als Englisch, aber es ist so bereichernd. Also was ich da schon wieder alles sehen darf, erkennen darf, das macht mich so unglaublich dankbar. Also, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Also, ich kann dir nur ans Herz legen, vielleicht hast du ja auch mal Lust, bei den Genschlüsseln vorbeizugucken. Und das Frustrierende an den Genschlüsseln kann sein, dass sie dir nicht sofort eine Antwort geben. Es ist ein bisschen wie ein Kurs im Wundern. Du musst damit sitzen, du musst Geduld haben, du musst dich dafür öffnen und ganz langsam und sanft diesen Weg gehen. Ich möchte dir ans Herz legen, gib den Genschlüsseln mal eine Chance. Wie viele Aha-Momente ich damit hatte und wie viele Momente, wo ich auf die Knie fallen wollte und weinen, weil es so genial war, wie viel Vergebung in mir durch die Genschlüssel passiert ist, ich kann es dir gar nicht sagen. Also wie viel Frieden ich mit meiner Herkunft, mit meinen Eltern, mit meinen Ahnen durch die Genschlüssel erfahren durfte. Ich weiß gar nicht, ich kann nur sagen, es ist ein riesen Segen. Ich weiß manchmal nicht, warum ich diesen Segen verdient habe, aber ich muss ihn verdient haben, weil ich habe ihn ja erfahren. Also, hier höre ich mal auf. Ich danke dir fürs Zuhören. Das nächste Mal suche ich uns auch wieder was aus dem Kurs heraus. Vielleicht hat dir trotzdem der ein oder andere Gedanke hier, den ich jetzt mit dir geteilt habe, geholfen, etwas anders zu sehen, vielleicht ein bisschen mehr zuzulassen, vielleicht auch ein bisschen mehr Freude zuzulassen.
erfreu dich an diesem Leben, erfreu dich daran. Ich glaube, das ist, was Gott für uns will, dass wir voll und ganz hier sind und Freude an dieser menschlichen Erfahrung haben und gleichzeitig die höhere Ebene mit hier einfließen lassen. Voll und ganz hier sein. Vor der Erleuchtung Wasser holen und Holz hacken, nach der Erleuchtung Wasser holen, Holz hacken. Sei hier und das vollkommen. Und ich glaube, dann ebnet sich wieder der Weg zurück. Das ist zumindest meine Überzeugung in diesem Moment, mit dem Bewusstsein, was ich gerade habe. Also, ich freue mich natürlich immer über deine Erfahrung, über dein Feedback mit dem, was ich hier gerade mit dir geteilt habe. Und falls du mich unterstützen willst, dann bitte abonniere diesen Kanal, like die Dinge, die du hier findest, oder aber teile sie auch gern mit anderen Menschen, die auch vom Inhalt profitieren könnten. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz, 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 ganz wundervollen Sommer weiterhin und pass gut auf dich auf, sei gut zu dir. Bis ganz bald, deine Peri.